Hallo, liebe Community. Wir sind mal wieder unterwegs für euch von The Voice of CNC. Heute sind wir hier im wunderschönen Marbach und besuchen die Firma Heimbuch, ein Hersteller von Spannmitteln. Und hier freue ich mich ganz besonders auf Herrn Nietzsche, weil der wird uns Einblicke mal geben in die Produktwelt von Heimbuch. Also, es wird bestimmt spannend. Schauen wir es uns an. Kommt einfach mal mit. Das war ein Rüstvorgang von Rotarspannung auf Vertikalspannung. Und wenn ihr jetzt hier auf den Spannkopf schaut, dann kann ich hier auch direkt schon spannen. 1 Minute, 2 Minuten, wo es vielleicht dauert, gegenüber konventionellem Wechsel von 30 Minuten. Setzen wir rein, drücken, das war's. Und wir dürfen nicht viel Zeit beim Rüsten verlieren. Und wir wollen immer mit dem idealen Spannmittel arbeiten. Herr Nietzsche, schön, dass wir beide uns kennenlernen. Herzlich willkommen bei Heimbuch. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr vielen gerne. Dank auch, dass Sie sich Zeit nehmen für die Community und Ja. für mich. Vielleicht stellen Sie sich einmal ganz kurz vor und erzählen uns auch was über die Firma Heimbuch. Sehr gerne. Ich bin schon über 16 Jahre im Unternehmen, bin der Bereichsleiter für die Hauptprodukte. Mit meinen Teams kreieren wir jeden Tag Lösungen, die unsere Kunden hoffentlich erfolgreicher machen. Das ist eigentlich auch das Credo der Firma Heimbuch. Wir möchten unsere Kunden erfolgreich machen. Das machen wir jeden Tag mit vielen, vielen Sonderlösungen, die individuell angepasst sind, haben aber auch ein Produktportfolio von knapp 10.000 Produkten, auch lagerhaltig, die täglich verfügbar sind. Gerade hier rechts neben mir sehen Sie einige Produkte. Das ist eigentlich unser Heimbuch-Futter. Wir nennen es inzwischen Heimbuch-System, das uns groß gemacht hat. Es ist nicht einfach nur ein Futter, das außen spannt. Wir sind so flexibel, dass wir unterschiedliche Adaptionen reinsetzen können, innen, außen spannen können und sind dann in der Lage, die unterschiedlichsten Werkstücke der Kunden zu spannen. Gerade mit dem Spannkopf, mit der Erfindung des Spannkopfs in den 70er Jahren haben wir einfach einen Branchenmeilenstein gesetzt. Wir sind bekannt für die Spanntechnik, aber was Heimbuch auch unheimlich ausmacht, ist, wir denken immer an den kompletten Prozess für den Kunden. Das bedeutet, bei uns beginnt es beim Rüsten, geht über Spannen, auch das Messen innerhalb des Spannmittels ist ein Riesenthema. Und seit einigen Jahren sind wir auch mit der automatisierten Spanntechnik, also sprich Spannelemente oder ganze Spannmittel zu rüsten, voll automatisiert mit dem Roboter, sind wir ganz vorne mit dabei und machen damit unsere Kunden erfolgreicher. Jetzt haben wir schon einen wunderschönen Spannungsbogen erzeugt und ich freue mich jetzt richtig darauf, mal tiefer einzublicken und würde mich dann freuen, wenn wir mal runtergehen und uns die verschiedenen Stationen angucken. Gehen wir los. Absolut, machen wir. Los geht's. Liebe Community, wie ihr seht, ist in den Hallen oder in der Fertigung der Firma Heimbuch striktes Filmverbot. Aber exklusiv für euch, für The Voice of CNC, erhalten wir nun Einblicke in die Firma Heimbuch. Und ich nehme euch jetzt einfach mal mit und wir schauen mal, was da alles zu sehen gibt. So, dann sind wir hier an der ersten Station. Da sehe ich auch schon einen Kollege, wenn Sie vielleicht kurz übernehmen und vorstellen. Sehr gerne. Ich würde ganz gern weitergehen an meinen Kollegen, den Herrn Clemens Meyer, der ist bei uns der Leiter vom Produktmanagement und der wird jetzt mal unsere Produkte an verschiedenen Stationen im Einsatz zeigen. Hallo, ich freue mich, dich kennenzulernen. Ja, was erwartet uns hier? Was sehen wir? Ja, also wir sind jetzt hier in der Produktionsmaschine und meine Kollegen, die möchten nachher weiterarbeiten. Und zwar haben wir da hinten im Robi vorbereitet Spannkopfrohlinge für eine Kleinserie. Und wir möchten jetzt das Futter vorrüsten, damit die im Prinzip direkt im Anschluss weiterarbeiten können. Ich zeige mal, wie das funktioniert. Spannkopffutter ist ja das Kernstück von unserer Spanntechnik. Wir haben diese Spanneinsätze, die das Werkstück festhalten. Hier jetzt mit einer Riffelung für eine Außenspannung. Und den Rüstvorgang, den zeige ich mal. Schaut hin, geht schnell. Wechselvorrichtung. Geht hier in die Bohrungen rein. Dann wird die Kupplung kleiner gedrückt über die Pneumatik. Das heißt, zumachen ist am schwebenden Futter ein bisschen schwieriger. Das war der Rüstvorgang für eine Außenspannung mit dem Spanndurchmesser 106 für eine verzonderte Oberfläche. Also wenn ich mich da an meine aktive Zeit zurückdenke, in den 90er Jahren, hätte ich mich gefreut, so eine Lösung zu haben. Vielleicht noch mal ganz kurz, Rundlaufgenauigkeit, alles gegeben. Das ist eine Rotarspannung, da brauchst du nicht viel Rundlaufgenauigkeit, das ist auch eine Weichbearbeitung, wird sowieso gehärtet. Aber wenn du jetzt einen glatten Kopf ranmachen würdest, hättest du eine Rundlaufgenauigkeit bei dem Futter von 15 ml etwa. Wenn es genauer aussieht, ist weniger. Sollte bei vielen Bearbeitungsfällen ja passen. Aber ich möchte es natürlich jetzt auch mal ausprobieren. Darf ich? Ja klar, 90er Jahre, ich gesagt, da haben wir ein Update. Nehmen wir raus. Ich halte es fest, damit es nicht so schwingt. Dreh es ein bisschen mehr. Drehen. Jawohl. Und ziehen. Und sauber. Hier haben wir die glatte Oberfläche dann für die fertige Oberfläche, damit eben keine Abdrücke bleiben. Ich lege es auf den Tisch, dann kannst du leichter einfädeln.
Sorry. Machen wir so rum. Drücken und loslassen. Super. Das war ein Rüstvorgang von Rohtalspannung auf Fertigtalspannung. Also ich kann bestätigen, bis auf eine Karambolage mit der Kamera war es wirklich sehr einfach, aber so ist das. Ja, Ich habe noch was für euch. Und zwar, kennt es vielleicht noch nicht jeder. Ich mache da mal noch einen Spannkopf rein oder eine Vorrichtung. So, wenn ihr das jetzt seht, das wird komisch, ja? Konische Form, wie soll denn das ein Werkstück spannen? Ja, so gar nicht. Das nennt sich Spannkopfadapter, hat den Hintergrund. Das ist untypisch, dass man auf so einem großen Futter auch sehr kleine Werkstücke fertigt, aber manchmal möchte man das halt tun. Deshalb, wir nehmen jetzt dasselbe in Nummer kleiner, ja, eine Wechselvorrichtung für einen kleineren Spannkopf und machen jetzt einfach den kleinen Spannkopf für den großen Spannkopf. Und jetzt kann man eben die kleinen Durchmesser auch bearbeiten, weil man die vielleicht irgendwo anders bei einer kleineren Maschine vorrätig hat, die Spannköpfe. So, aber wir wollen ja eigentlich die Fertigungsmaschine bereit machen für die Kollegen, damit die nachher weitermachen können. Das heißt, ich werde jetzt hier noch kurz umbauen. Wir brauchen einen Werkstückanschlag, den mache ich jetzt zuerst rein, damit ihr das besser sehen könnt. Das ist eine Trapezgewindespindel, ich zeige es mir vor Kontrast mit so einer Nut. Da gibt es ein Druckstück da drin und die rastet jede halbe Umdrehung, sodass wir ganz genau die Einspannntiefe feststellen können oder einstellen können. Wie war das in den 90ern? Reindrehen, abdrehen, in die Schublade legen, beim Rosten zugucken. Ja, ich kenne es noch. So, wir messen mal kurz runter. Auch das ist einhändig ein bisschen schwierig. Aber wir haben jetzt hier eine Einspannntiefe von 3,2. Ich hätte gern 2 mm mehr. Das bedeutet, magst du mal 2 mm tiefer drehen? Plack, plack, das war's schon. war schon. Das war's. Er rastet jede Millimeter. Gut, dann einfach noch Spannkopf mittels Wechselvorrichtung schnappen. Kupplung ist jetzt kleiner. So, das war die Vorbereitung. Wir setzen das Spannmittel jetzt in den Rüstwagen zurück. War ja extern und nachher machen wir den Futterwechsel an der Maschine direkt. Clemens, jetzt haben wir extern gerüstet. Jetzt muss das Schätzchen natürlich noch auf die Maschine. So Das sieht's zeigst du uns jetzt im nächsten Schritt. Ja, genau. Also ich werde zuerst mal absetzen, das Spannfutter in seinen Platz, weil ich brauche diese Vorrichtung, um das andere Futter von der Maschine runterzunehmen. Das haben wir jetzt auch nur für euch vor der Maschine gerüstet. Normalerweise macht es unsere Rüstwerkstatt und da kommt der Wagen mit vorgerüstetem Futter an die Maschine gefahren. So, das war jetzt das Spannmittel, das wir drauf machen möchten. Und wenn ihr mal in die Maschine reinschaut, da ist jetzt schon alles drauf, das muss runter. Okay, also wir haben jetzt hier dieses Ding in meiner rechten Hand, sieht aus wie ein Kleiderbügel. Nennen wir es mal so, Kleiderbügel für Spannmittel. Und das hilft mir jetzt hier, das Futter von der Maschine runterzunehmen. Wenn du irgendwelche Fragen hast, unterbrech mich bitte. Kein Thema. Gerne. Gut, ich setze es mal da drauf. Die größte Herausforderung ist das Kranfahren. So, da rein. Wird hier oben drauf gesetzt. Wir haben die Spindel schon in der richtigen Position verriegelt. Hier in unserer Wechselposition könnt ihr kurz die Kransteuerung halten, dass die nichts trifft. So, Dankeschön. Einmal, zweimal. Okay, das war's schon. Wir haben jetzt beide Teile miteinander verbunden. Jetzt gehe ich hier ein bisschen in Vorspannung. Da ist ein Federpaket drin, also Spindel ist geschützt, passiert nichts. In Vorspannung, weshalb, wenn ich es rausziehe, dann wird es absacken und wenn ich ein bisschen Vorspannung habe, dann passiert einfach weniger. Okay, Kransteuerung wieder für dich. Ich muss jetzt ein paar Schrauben öffnen. Geht ganz einfach. Ich muss die nur so eine halbe Umdrehung aufmachen, also da fällt mir nichts unten in die Späne rein. Das geht auch ziemlich zügig. Die solide, massive Verschraubung, sodass wir da keinerlei Stabilitätsbedenken haben. Und Nummer 6. Gut, Schrauben sind offen. Dann Klemmung öffnen, außen Bajonett drehen, vielleicht mal hier drauf schauen, hier an der Stelle. Von Closed gehe ich auf Open. Und jetzt kann ich hier, schaut mal, mit einem Finger, sehe ich jetzt 70 Kilogramm Futter einfach von der Maschine runter. Geht super easy.
dann verriegeln. Und jetzt kann ich dieses Ding in seinen Wagen reinsetzen, an seinen Platz. Ihr seht schon, zu der Maschine hin sind die Spannmittel alle identisch. Das heißt, wir haben sozusagen die Schnittstelle standardisiert, so ja, Plug and Play, wie eine Steckdose zu Hause, wo eben die Geräte reinpassen. So, ich wechsle den Montec. Okay, also wie gesagt, unser vorbereitetes Spannmittel für unsere nächste Serie. Da unten seht ihr schon die Rohteile, die da reinpassen sollen. Das macht nachher der Robby für uns. Also, wenn wir weg sind. So, jetzt muss ich schon mal halten, da brauche ich Ja. 2 Hände für. Okay. Und dann. Also du gehst jetzt mit den Schrauben wieder in den Kabinettverschluss rein und verriegelst dann ach so, wieder. Genau, das kann ich auch zeigen. Wir haben hier einmal die Stehbolzen hier von Bajonettverriegelung und wir haben innen, hier haben wir die Verbindung für das Zugrohr. Das heißt, mit der Bewegung reinfahren, verdrehen, verriegel ich einmal das Zugrohr mit dem Spannfutter und den Spannmittelträger mit dem Spannfutterträger. Das ist also eine Bewegung. Während das Ganze passiert, erfolgt auch eine Zentrierung. Das heißt, ich fahre jetzt hier rein, verriegel. Und wenn ihr jetzt hier auf den Spannkopf schaut, dann kann ich hier auch direkt schon spannen. Das heißt, ich benutze jetzt das Zugrohr, um das Spannfutter in die Schnittstelle zu ziehen. Damit ist es zentriert und positioniert. Und jetzt muss ich nur die Schrauben zumachen. Das kann ich jetzt über Kreuz machen, muss ich aber nicht. Also wenn ich mich damit wohler fühle, kann ich es tun. Spielt aber keine Rolle, weil das Zugrohr hat alles schon erledigt. Ja, das mache ich jetzt auch. Schrauben zu. Gut. Hier Spannkopf lösen. Offen, jetzt können wir schon einen Test machen. Gut. Alles bereit für nachher. Lege das wieder zurück und dann mache ich noch das oben raus, dann sind wir fertig. So. Also absolut beeindruckend für mich, wie schnell der Wechsel von dann gehen. Jetzt würde ich noch mal nach dem Herrn Nietzsche gucken. Herr Nietzsche, für mich natürlich interessant, wer, was oder bringt ihr die Lösung mit zur EMO? Das ist ja jetzt der Punkt, der mich ja interessieren würde. Was kann der Besucher auf der EMO erwarten? Selbstverständlich ist ein absolutes Highlight unser Centrotex. Wir haben es in der Ausführung dabei, dass wir manuell wechseln, das dem Kunde zeigen. Wir haben es aber auch automatisiert. Also die Lösung gibt es heute auch, dass der Roboter das Spannmittel wechselt. Die Frage für unsere Kunden ist ja immer die, wie oft wechselt ihr heute? Dann hören wir ganz, ganz oft einmal am Tag. Warum? Weil der Rüstaufwand so groß ist. Wir haben gerade gesehen, 1 Minute, 2 Minuten, wo es vielleicht dauert, gegenüber konventionellem Wechsel von 30 Minuten, stellt sich die Frage ganz neu, wie oft würdet ihr rüsten? Um Durchlaufzeiten zu verkürzen oder immer das passende Spannmittel auf der Maschine zu haben, um einfach nicht eine Paarung von mehreren gleichen Werkstücken zu haben. Das zeigen wir unseren Kunden, das wollen wir zeigen, das ist uns ganz wichtig, auf so einer Leitmesse wie der EMO. Und jeder, wo das sieht, der ist nachher eigentlich baff und deswegen haben wir es natürlich dabei, klar. Das freut mich natürlich zu hören und ich sage erstmal Clemens, vielen Dank für die Einblicke. Ja, Ja, und bis das gleich. Thema Flexibilität, das wollen wir uns jetzt, glaube ich, an einem weiteren Punkt anschauen und da gehen wir jetzt einfach mal rüber. So, dann sind wir hier bei der nächsten Maschine. Hier würde mich mal interessieren, ja, für welche Lösungen lohnt sich denn jetzt das Produkt hier? Mehr für Einzelfertigung oder für Serienfertigung? Wofür ist die ausgelegt? Das ist eigentlich das Gute bei unseren Produkten, dass uns das eigentlich völlig egal ist. Wir haben es gerade schon gesehen beim Centrotex, wir sind so flexibel im Wechsel, dass wir ja auch was vorbereitet haben, das in dem Einsatzbereich das auch nochmal widerspiegelt, wie schnell wir auf das passende Spannmittel wechseln können. Clemens, dann bin ich gespannt, was du uns zeigen wirst. Ich starte mal hier mit den 2 Schubladen hier hinter mir. Das sind alle Spannköpfe, die diese Maschine braucht. Bis Durchmesser 65 ist ja alles da für Stange. Und man kann ein bisschen tricksen mit einer sogenannten Kopfbohrung. Kann auch der Durchmesser ein bisschen größer sein als 65, aber eben nicht als Stangenmaterial, also nur mit kurzen Sägeabschnitten. So, das läuft normalerweise auf der Maschine. Stückzahl ist völlig wurscht, weil Rüstzeit ist weniger als 1 Minute. Jetzt haben wir eine Schwestermaschine, die macht Durchmesser 65 bis 120. Und da ist kapazitätsmäßig manchmal ein bisschen knapp. Dann wäre es schön, wenn die kleine Maschine helfen könnte, also den einen oder anderen Auftrag zu übernehmen. Aber ich habe ja gesagt, mit Spannköpfen ist ja Ende Gelände bei, sagen wir mal, Durchmesser 78. Deshalb setzen wir manchmal
ein sogenanntes Backenmodul ein. Da wo normalerweise der Spannkopf drin sitzt, machen wir ein Backenmodul drauf und erweitern damit den Spanndurchmesser bis in dem Fall jetzt 115. Und damit können wir die größeren Aufträge, die größeren Teile auch teilweise auf der kleinen Maschine laufen lassen. Soll ich mal? Jetzt bin ich gespannt. Ich habe es befürchtet. Okay, also ist schon ziemlich einfach. Man sieht hier wieder der Verriegelmechanismus. Ja, Futter ist sauber gemacht worden. Setzen wir rein, drücken. Das war's, fast. Damit ist es auf der Maschine drauf. Verbindung zum Sucro haben wir schon hergestellt. Und jetzt muss man nur noch 3 Schrauben axial festziehen. So, eine habe ich. Zweite. Manchmal wird dann gefragt, ja, kann man nicht ein Backenmodul anstelle von einem kompletten Backenfutter nehmen? Nein, dafür ist nicht gedacht. Es ist wirklich dazu gedacht, den Spannbereich zu erweitern. Hier habe ich noch ein Beispiel. Das ist jetzt Durchmesser 91. Mache ich auf. Rein mit Spannen. Und jetzt kann der Kollege den größeren Durchmesser bearbeiten. Ja, Wahnsinn. Also ich bin wirklich begeistert. Also neben den Trendthemen stelle ich aber immer wieder fest, je flexibler Prozesse sind, je flexibler Spannmittel sind, je flexibler die Maschine ist, desto besser auch für den Kunden. Absolut, also das ist auch so ein Credo von uns, der Kunde, der darf gar nicht drüber nachdenken. Der muss fertigen, wenn die Maschine läuft, dann verdient der Kunde Geld. Wir wollen kurze Werkstück-Taktzeiten haben und wir dürfen nicht viel Zeit beim Rüsten verlieren. Und wir wollen immer mit dem idealen Spannmittel arbeiten. Ich fand es auch jetzt ein super Beispiel, das unseren Kunden und Zuhörern auch zeigt, wie man aus einem bestehenden Spannmittel mit einer einfachen Adaption in Sekunden ein ganz andersartiges Spannmittel machen kann. Also ich bin schon gespannt, was wir jetzt am nächsten Arbeitsplatz sehen werden, mit welcher Lösung die Firma Heimbuch da um die Ecke kommt. Also gehen wir einfach mal weiter. So, hier sind wir an der nächsten Station, lieber Clemens. Wir haben uns jetzt die ganze Zeit das Thema Außenspannung angeguckt. Welche Lösung bietet denn Heimbuch zum Thema Innenspannung ein? Ja, das ist eine sehr kleine, feine Lösung hier. Mag ich besonders, weil sie ganz genau auf unsere Anforderungen passt. Und Innenspannung ist eine faszinierende Sache, weil normalerweise denkt der Mensch in Außenspannung, weil die Hand ist ein Außenspannmittel. Und hier haben wir es mal umgedreht und es ist einfach wunderschön. Hinter dir, in diesem Regal hier, da haben wir die Rohteile, die man für diese Teilefamilie braucht. Das sind zum Teil richtige große Klötze hier, schmaler, kleinerer Durchmesser. Aber das ist die ganze Teilefamilie, die eben hier in Frage kommt. Und ich habe es euch auf der anderen Seite mal ein bisschen nebeneinander gelegt. Da sieht man, die Teile haben eine Gemeinsamkeit. Und zwar fällt natürlich auf, die haben alle die gleiche Startbohrung. Also wir kaufen die so zu. Kostet ein bisschen mehr in der Anschaffung das Material, aber es macht uns das Leben viel, viel leichter. Möchte ich euch an der Maschine direkt zeigen. Ich nehme mal einen Teil mit. Wir haben hier ein Spanndorn auf der Maschine mit einem Anschlag. Funktioniert folgendermaßen. Rohteil wird aufgesteckt, gespannt. Das war's. Jetzt könnte die Maschine die erste Seite bearbeiten. Und da es unsere Teile sind, wissen wir, wie die rechte Seite immer aussieht. Das ist immer ein Gewinde und es sind so 8 bis 10 verschiedene Gewinde. Das heißt, jetzt stellen wir uns einfach mal vor, die Maschine hätte jetzt das erste Bauteil fertig bearbeitet. Dann haben wir hier so Vorrichtungen. Nehmen wir die erste hier gleich. Diese Vorrichtung wird jetzt auf das Gewinde aufgeschraubt und dann kontern wir das, damit es sich nicht mehr lösen kann. Ich stecke es einfach mal so drauf und tue so, als wäre da ein Gewinde. So, jetzt wird das Werkstück rausgenommen, umgedreht und die Vorrichtung hat zufälligerweise die gleiche Spannbohrung. Das bedeutet, wir stecken die Vorrichtung drauf, spannen wieder, dann kann man die Türe zumachen und die Maschine macht dann die zweite Seite. Also wir haben Rüstzeit 0. Wahnsinn, also absolut schnell, absolut flexibel. Jetzt würde ich noch mal zum Herrn Nietzsche übergehen. Wir haben oben gesehen, Außenspannung kommt zur EMO, Innenspannung kommt hoffentlich auch mit zur EMO. Selbstverständlich haben wir auch die Innenspannung dabei. Ist aus unserer Sicht das meist unterschätzte Spannmittel. Warum? Der Clemens hat es gerade gesagt, wir denken immer an die Außenspannung. Aber gerade die Innenspannung hat so viele Benefits, wie zum Beispiel die 5-Seiten-Bearbeitung. Wir haben die Möglichkeit, das Werkstück, wenn wir es innen spannen, von 5 Seiten in einer Aufspannung zu bearbeiten. Form- und Lagetoleranzen stimmen zueinander. In dem Fall eine relativ kleine Maschine, die wir da gerade auch gesehen haben.
da passt so ein Dorn drauf und wir können große Werkstücke spannen. Der Dorn hat kaum ein Gewicht, spannt aber trotzdem in Tonnen. Und das ist auch der Riesenvorteil, den man so im ersten Moment gar nicht vor Augen hat. Prädestiniert für alle Bauteile mit einer Bohrung oder aber man macht eine Startbohrung rein, wie wir es jetzt in dem Fall extra zeigen wollten. Ne? Wo wir natürlich auch zu Hause sind, ist bei der Zahnradspannung. Also da sind unsere Dornen natürlich auch ein absolutes Highlight. Haben wir dabei, zeigen wir auch mit verschiedenen Werkstückexemplaren. Das ist uns immer ganz arg wichtig. Der Kunde soll sich ja irgendwo wiederfinden und dann auch seinen Einsatz dazu finden. Also, wir haben jetzt viel gehört über das ganze Thema Außenspannung, wir haben viel gesehen über das Thema Innenspannung. Und wenn ihr die Firma Heimbuch auf der EMO besuchen wollt, dann kommt in die Halle 3 I14. So, und wir gehen jetzt hoch und fassen das für euch nochmal alles zusammen jetzt. So, Herr Nietzsche, wir sind zurück auf Anfang. Ich möchte mich erstmal ganz herzlich auch im Namen der Community bedanken für den Rundgang. Ich persönlich sehr gern. bin sehr beeindruckt. Ja, wir haben Innenspannen gesehen, wir haben Außenspannen gesehen. Es sind Begriffe gefallen wie Flexibilität, wie Einsparungen, Rüstzeiten minimieren. Vielleicht können Sie noch mal ganz kurz zusammenfassen, was haben wir alles gesehen? Selbstverständlich. Also ich habe es am Anfang gesagt, unser großes Ziel ist es immer, die Kunden erfolgreicher zu machen. Wenn man gesehen hat, wie schnell so ein Spannkopf gewechselt werden kann oder ein ganzes Spannmittel oder das Adaptionsspannmittel vorne drauf, um einfach andere Werkstückdurchmesser nutzen oder bearbeiten zu können, dann sind es für mich riesen Highlights. Wir haben gesehen in der Kürze der Zeit, wie schnell das ging. Das bedeutet für uns immer, Rüstzeit ist einfach ein Verlust von Produktionszeit und wir wollen, dass die Maschine immer unter Sparen ist, dem Kunden entsprechend zur Verfügung steht, dass er zersparen kann. Das wollten wir Ihnen heute zeigen. Und ja, wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn Sie uns auf der EMO besuchen. Sie sind auch herzlich zu uns nach Marbach eingeladen. Wir haben immer wieder, diesmal im Herbst, im November ein Technologieforum, wo wir das auch gerne mit den Kunden an der Maschine gemeinsam machen, was wir heute gemeinsam gemacht haben. Und sind Sie alle herzlich zu eingeladen. Also ich sage erstmal ganz, ganz herzlichen vielen Dank. Es war mir ein Vergnügen. Ja. Und von meiner Seite noch ein kleiner Aufruf, denn wenn ihr der Firma Heimbuch schreibt, die haben Eintrittskarten für euch. Also schreibt sie ein oder geht in den Digital Showroom der Industriearena der Firma Heimbuch. Meldet euch da, holt euch eure Eintrittskarte und kommt zur EMO. Ich wiederhole nochmal, Halle 3 I14. Also, wir sehen uns in Hannover. Ja, liebe Community, das war unser Besuch bei Heimbuch und ich finde, wir hatten viele spannende Einblicke erhalten und ich freue mich, denn die Reise von The Voice of CNC geht weiter. Wir werden natürlich für euch weiterschauen, wen wir noch besuchen können, auch natürlich mit Hinblick auf die EMO, aber bleibt uns treu, The Voice of CNC, wir sind das Sprachrohr der Branche. Wir sehen uns.